Ja, hallo liebe Leute, ein neues Tutorial. Hier möchte ich wieder eine neue Konstruktion beginnen und ich weise direkt darauf hin, das soll hier nicht um eine geleckte Präsentation gehen, wo ich zeige, wie toll und gut ich konstruieren kann, sondern es soll auf den Weg hingewiesen werden, den man einschlägt, wenn man eine neue Idee hat und wie man das konstruiert. Und das muss nicht immer sofort zum Ergebnis führen. Solche Videos bringen euch nicht weiter, wenn jemand alles vorher tausendmal schon vorbereitet hat und dann einfach das so abspult und ihr denkt dann, das ist ja total easy und dann kommt er nicht hinterher. Und wie gesagt, wenn euch solche Videos gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da. Ihr könnt auf die Glocke klicken, dann werdet ihr über neue Videos von mir informiert und damit herzlich willkommen bei Tutorials und dem nächsten FreeCAD Tutorial. Zunächst möchte ich hier nochmal auf die, Aufbearbeitung der Benutzeroberfläche von FreeCAD eingehen. Das sieht hier nicht so aus, wie es standardmäßig aussieht. Das Hauptsächliche ist gleich, nur ich habe mir hier die Leisten ein wenig angepasst und ich habe hier unten zwei neue Leisten angelegt. Da möchte ich jetzt erstmal drauf eingehen. Bevor wir es machen, zeige ich kurz, mit welcher FreeCAD-Version ich arbeite. Das ist die Version 0.20 in der Version 25645. Revisionsnummer wird auch Bild genannt im Englischen. Und dann mein Betriebssystem ist Arch Linux mit 64-Bit. Unter Windows ist das natürlich genauso lauffähig, was ich hier zeige. So, einmal auf die Installation von Add-ons eingehen, beziehungsweise Makros. Ich habe hier so ein Makro, da werden wir jetzt auch drauf eingehen, das nennt sich Alias Manager. Erstmal zur Installation dieses Managers. Das geht über den Punkt Werkzeuge und dann hier Add-on Manager. Da muss man immer ein bisschen Geduld haben, wenn er dann sich die Daten aus dem Netz zieht. Das ist jetzt hier die Arbeitsbereiche oder auch im Englischen Workbenches genannt. Die kann man hier installieren, deinstallieren. Ich nutze aber heute nur die Workbench Part Design und andere Standard Workbenches. Deshalb gehen wir da nicht weiter drauf ein. Aber bei den Makros, da ist ein Makro, da müssen wir jetzt wieder ein bisschen Geduld haben, während er das aufbaut. Und dieses Makro, na komm Jung, gibt ja einen Ruck, da ist es, das nennt sich Alias Manager, das ist das hier. Das ist bei mir installiert und da wird jetzt wieder die Information abgerufen und steht hier in Englisch. Dieses Makro hilft beim Managen von Aliases, so heißen die Teile, in einem FreeCAD Spreadsheet. Also das ist eine Tabelle, so eine Kalkulationstabelle Spreadsheet. Und da gehe ich gleich drauf ein, wenn wir es nutzen. So, das ist jetzt bei mir schon installiert gewesen. Ansonsten klickt ihr hier unten hin und dann wird das Teil installiert. Danach geht ihr auf Schließen. Dann habt ihr dieses Makro drin, aber es ist noch nicht an dieser Stelle. Da jetzt noch einmal eingehend auf die Konfiguration dieser zusätzlichen Symbolleisten. Das geht auch über Werkzeuge, Benutzer definiert. Dann haben wir hier den Punkt Symbolleisten und hier sind meine beiden Symbolleisten drin. Ich zeige euch gerade, wie man eine neue macht. Also ihr klickt einfach hier, wenn ihr auf Symbolleisten gegangen sind, auf Neu. Gibt ihr einen Namen, irgendeine Buchstabenfolge und da ist jetzt die Leiste drin. Dann klickt ihr die an und hier auf der Seite seht ihr die Befehle, die ihr da reinpacken könnt. Da habt ihr hier den Unterpunkt Datei und dann könnt ihr hier zum Beispiel Skizze auswählen und dann geht er hier runter. Was hätten wir da gerne? Da hätte ich gerne den Durchmesser festlegen, hätte ich in dieser Symbolleiste drin. Also klickt er hier auf den Pfeil nach rechts, dann kommt das da rein und dann schließt er das. Und dann seht ihr hier, da ist das Durchmessersymbol, aber grau, wenn wir nicht in der Skizze drin sind. Okay, ich gehe wieder da rein, über Werkzeuge Benutzer definiert, auf die Symbolleisten, lösche erstmal den wieder raus, indem ich auf den Pfeil nach
links klicke und dann können wir das hier einfach löschen. So, hier habe ich als Add-on den Alias Manager reingemacht. Machen wir vielleicht doch nochmal neu. Ich mache mal oben die Tastenbefehle an, dass ihr seht, was für Tasten ich drücke. Und jetzt müssen wir mal suchen, wie kriege ich denn den Alias Manager da rein. Also ich klicke den an und dann gehen wir hier auf Makros und dann steht dort der Alias Manager schon drin. Also wenn ihr den installiert habt, dann könnt ihr hier die Makros, die ihr installiert habt, einfach auswählen, hier rüberschieben, auch wieder mit dem Pfeil nach rechts und dann habe ich den hier zweimal da stehen. Gut, für die folgenden Videos will ich den nicht zweimal haben, also löschen wir es wieder raus. Aber ihr habt jetzt, denke ich mal, eine gute Anleitung, wie man sich solche zusätzlichen Panels macht. So, gehen wir wieder auf Symbolleisten. Dieser Alias Manager kommt wieder raus und diese wird gelöscht. So, bei dem Part, bei dieser Symbolleiste hier, da habe ich hauptsächlich, die habe ich genauso angelegt wie vorhin, die Symbolleiste. Und dann kann man hier eben auf Formteil klicken. Das ist das, was hier oben als Part angeboten wird. Und da habe ich jetzt diese Befehle, die ich gerne auch zwischendurch, wenn ich noch gar nicht in den Part gewechselt habe, haben möchte und habe die da reingezogen. Und dann, so ist diese Leiste hier entstanden. Okay, damit neue Datei ist schon angelegt. Ich bin im Part Design Modus, da möchte ich auch beginnen und legen wir los. Was möchte ich konstruieren? Das soll ein Teil werden für einen Schlüssel, und zwar für einen Haustürschlüssel, Wohnungsschlüssel, und zwar so ein Behälter, der farbig dann, wo man hinterher farbig gut erkennen kann, welcher Schlüssel denn für welche Tür geeignet ist. Und da möchte ich jetzt schon ein bisschen, ich sag mal, weitergehend konstruieren. Das soll aus zwei Teilen bestehen, einmal einem unteren Teil und einem oberen Teil, und die sollen mit einer Art Gewinde zusammengeschraubt werden. So, ich beginne jetzt einmal. Ich habe mir den Schlüssel hier vorbereitet bzw. hingelegt und beginne erstmal mit den Parametern. Das heißt, ich habe eine neue Datei. Was ist auf Render-Modus gegangen? Keine Ahnung. Part Design. So, dann wir erzeugen hier erstmal ein Spreadsheet. Das heißt, wir wechseln in den Spreadsheet-Modus. Der ist bei mir hier so schön oben. Der kann bei euch hier irgendwo unten liegen. Die könnt ihr aber alle euch nach eurem Belieben anordnen, dass die wichtig sind, auch wirklich schnell erreichbar sind. Im Spreadsheet-Modus gibt es hier die Funktion Neue Tabelle. Und diese Tabelle, die kriegt einen kurzen Namen. Bei mir ist das immer AAA, wenn man das eben schnell getippt kriegt. Und dann können wir die Tabelle einmal öffnen. So, ich habe jetzt hier immer die Zeichnung und hier die Tabelle. Die kann ich auch so anzeigen lassen, indem ich hier auf Fenster gehe und auf dieses Anordnen hier klicke. Dann habe ich hier die Tabelle, hier die Zeichnung. Und dann kann ich die so rüberschieben. Ich brauche hier in dieser Tabelle wirklich nur eigentlich zwei. Ich mache mal 3 Spalten, dass wir die sehen. Mehr brauchen wir nicht. Und dann kann ich das hier rüberziehen und so sieht das eigentlich recht vernünftig aus. So, dieser Alias Manager, der arbeitet immer so, dass er die erste Spalte, die erste Zeile auslässt. Die ist für Überschriften und ab der zweiten fängt er an. Und da brauchen wir jetzt ein paar Parameter. So ein Schlüssel, wie ich die hier nutzen möchte. Es geht um Schlüssel mit einem kreisrunden oder wenigstens einigermaßen kreisrunden Griff. Für andere Schlüssel müsste man was anderes anpassen. Aber hier, das ist eben dafür, weil das muss rotationssymmetrisch sein, weil das soll zugeschraubt werden. Das heißt, da haben wir erstmal den Durchmesser dieses Griffes. Dem geben wir jetzt hier einen Namen. Und zwar DM Innen.
Innen deshalb, weil, mit Doppel-N natürlich, nicht Minen, DM Innen. Und der bei dem Schlüssel, den ich hier habe, ist der 26 mm. Das ist schon ein bisschen größer, als der Schlüssel wirklich ist. Das soll ja auch da reinpassen. Und dann haben wir eine Wandstärke, weil das wird ja außen drum gedruckt. Wie soll das werden? Und dann nennen wir das einfach Wand. Wand und die Dicke der Wand, da möchte ich doch 1,5 mm haben. Vielleicht sogar 2. Machen wir ruhig 2. So, dann kriegt das Teil eine Bodendicke. Das nennen wir auch einfach Boden. Und das soll 2 mm werden, der Boden. So, das heißt, der Boden 2 mm. Das machen wir später auch für das zweite Teil als Dicke für den Deckel, der da drauf kommt. Jetzt haben diese Schlüssel noch so ein kleines Loch, wo der Schlüsselring durchkommt. Und dieses Loch hat auch einen Durchmesser. Das ist DM-Loch, nennen wir das. Das mache ich jetzt mal auf 8 mm Durchmesser. Dann hat das Loch einen Abstand vom Rand des Schlüsselgriffs. Das heißt, das nennen wir Loch Abs. Wir können es ruhig mal komplett. Lochabstand. Und der Lochabstand, der soll sein 6 mm. So, was haben wir noch? Wir haben die Höhe der Wand, wo dann was um den Schlüssel rumgedruckt wird. Das sind 3 mm und plus 2 mm, wo der Deckel oben drauf kommt. Ich mache die als 2 Werte. Das heißt, wir haben einmal H1. Ja, das ist mir ein bisschen zu knapp. H-Wand 1 ist 3 mm und dann kommt noch das zweite, kann man eigentlich als den Boden nehmen. Ich mache es trotzdem. H-Wand 2 werden 2 mm. Und jetzt gibt es noch für später einen zweiten Parameter, und zwar der Schlüssel, wo der Bart des Schlüssels dann rauskommt. Das muss so abgeschnitten werden, dass der da durchpasst. Und das gibt auch einen Abstand und das nennen wir Schnittabstand. Und der wird, sagen wir mal, 4 mm. Okay, das sollen erstmal die ersten Parameter sein. Das heißt, ich wechsle in den Part Design Modus. Hier habe ich diesen Alias Manager, der wird jetzt einmal aufgerufen. Der sagt, Column B ist die, wo die Werte drin stehen. Das ist richtig. Ist in Englisch hier vom Row, also von Zeile 2 ist richtig bis Zeile 9. Da tragen wir also die 9 ein. Klicken einmal auf OK. Und dann sieht man, dass diese ganzen Zeilen hier gelb werden. Und wenn man dann auf diese Zeile geht, rechte Maustaste Eigenschaften, Alias, dann ist genau der Text von hier vorne da reingewandert. Das müsste ich sonst alles mühselig da reintippen und immer auch rechte Maustaste Alias benennen und so weiter. Hier weiß ich vor allen Dingen, vorne stehen die. Ich muss die nicht mehr mir auf dem Blatt Papier aufschreiben. Das sind die Text, die Namen, und die haben alle diesen Namen intus. Nette Sache. Also wir sind wieder im Part Design Modus. Ich gehe auf die Zeichnung und wir starten. Wir machen erstmal einen neuen Körper. Und in den neuen Körper, dem kann ich erstmal schon mal einen Namen geben. Das ist Teil 1. Und da kommt eine Zeichnung rein auf die XY-Ebene. Okay, da ist sie. Und dann haben wir hier den DM Innen. Das heißt, ich zeichne einen Kreis. Hier
auf den Mittelpunkt. Und dieser Kreis, der kriegt einen Durchmesser. Und da klicke ich hier auf das kleine runde Symbol. Da steht sowas wie fx drin. So habe ich mir das gedacht. Ob das wirklich fx bedeutet, weiß ich nicht. Und da tippen wir jetzt einfach ein AAA für die Tabelle .dm innen. Wenn wir das nicht mehr wissen oder nicht alles tippen wollen, können wir hier einfach runterklicken. Mit der Maus, mit dem Cursor-Taste nach unten. Einmal Enter drücken, dann übernimmt er das. Dann kann man das entweder klicken oder aber ich drücke einfach einmal Enter und hier die Tab-Taste 1, 2, 3, 4 Mal. Jetzt sieht man, ist die aktiv und dann brauche ich Enter drücken. So, dann ist da der Kreis und hier ist die Bemaßung. Dann geht es weiter und zwar, wir haben den Wandabstand und da kommt ja jetzt noch ein Kreis drum. Der Kreis, der wird wieder auf den Mittelpunkt gesetzt, der wird größer und der kriegt jetzt einen neuen Durchmesser. Und zwar Durchmesser, wieder auf dieses kleine Symbol und dann wird hier eingetippt AAA.dm innen. Gehen wir mit dem Cursor darunter, einmal Enter drücken. Und dann kommt da Plus. Jetzt ist die Wandstärke. Und da machen wir 2 mal AAA. Wand. Das heißt, 30 mm hat dieser Durchmesser. Und dann können wir hier wieder einmal Enter. 1, 2, 3, 4 mal Tab. Und das ist der äußere Kreis. Dann haben wir diesen zweiten Kreis hier, der wird auf diese Linie gelegt, also darauf achten, dass da dieses kleine Symbol kommt. Dieses Symbol hier. Wenn ich das nicht mache, ich zeichne den hier hin, dann kann ich nachträglich das da drauflegen, einmal dahin klicken und auf dieses Symbol. Ich kann aber auch Shift und O drücken, wenn ich das selektiert habe. Shift und O und dann wird das auch gemacht. Okay, da ist der Kreis, der kriegt einen Radius, einen Durchmesser. Das heißt, wir klicken hier auf den Durchmesser, wieder auf das fx, AAA.dm, Loch war das, glaube ich. Ja. 1, 2, das brauchen wir jetzt nicht. 1, 2, 3, 4, da haben wir 4 mal Tab und dann haben wir den Kreis da drin. Und der kriegt jetzt einen Abstand. Und zwar zu dieser Linie hier soll das laufen. Jetzt kann ich entweder mir da eine Konstruktionslinie reinsetzen oder aber ich kann rechnen. Ich gehe mal übers Rechnen. Das heißt, ich bemaße dieses Maß hier. Shift D für Bemaßung oder ich nehme Shift und H für die horizontale Bemaßung. Das passt mir hier besser, das Shift H. Das wäre also dieses Symbol hier geklickt. Ich habe jetzt Shift und H dort geklickt und das wird wieder fx. Und zwar, das wird vom inneren Kreis gerechnet. Also ist das AAA.dm innen. Das ist ein Durchmesser, der muss durch 2 geteilt werden, das ist der Radius. Und davon wird abgezogen. Gucken wir hier, wie heißt das Ding? Das heißt Lochabstand. Also AAA.Loch. Da steht der Lochabstand. Einmal mit dem Cursor da drauf fahren, Enter drücken. So, Ergebnis 7. Und okay. 4 mal Tab. Okay. Das ist 7 und der Abstand hierzu sind dann genau die 6. Kann man sich überlegen, 26 durch 2, das sind 13. 13 minus 7 sind genau die 6. Das passt. Gut. Damit haben wir das Gröbste schon korrekt konstruiert. Jetzt ist Folgendes. Wir haben hier im Prinzip 2 Zeichnungen schon in einer. Das heißt, ich mache jetzt erst einmal diesen Kreis hier blau. Den brauchen wir erstmal nicht, weil wir müssen ja mit dem Boden anfangen zu drucken. Und das mit diesem Schnittabstand, das kommt ganz spät erst, dass wir das benötigen.
einmal OK. Wir schließen das Ganze, die Zeichnung. Das ist jetzt die Zeichnung, da machen wir eine Aufpolsterung von und die kriegt eine Dicke, und zwar das ist genau Boden als Maß AAA.Boden. Einmal Enter. Da brauchen wir nicht mit Tab, Tab, Tab darum zu machen und OK. So, jetzt wird diese Zeichnung hier kopiert. Steuerung C. Wir löschen die beiden weg. Wir wollen keine neue Tabelle dafür anlegen und die XY-Fläche soll genutzt werden und keine Kopie davon. Also einmal OK und einmal Steuerung V. Da ist die neue Zeichnung. Die wird jetzt in das Teil hier wieder reingeschoben und wird jetzt hier auf diese Fläche gelegt. Das machen wir, indem wir die selektieren. Dann wird diese Funktion hier ausgewählt, Skizze einer Fläche zuordnen. Und zwar welche? Das ist Sketch 001. Flatface, das ist in Ordnung. OK. Und Doppelklick auf diese Zeichnung. So, bei dieser Zeichnung muss der Kreis wieder nutzbar gemacht werden und dieser Kreis hier, der wird nicht mehr genutzt. Mehr braucht man nicht zu ändern. Wir schließen die und diese Zeichnung wird jetzt auch aufgepolstert. Und zwar nicht 10 mm, sondern AAA.H-Wand 1 plus AAA.H-Wand 2. Okay, 5 mm und damit ist das erste Teil zunächst einmal fertig. Wie gesagt, da kommt noch diese Abschnittsache hier vorne dran, die machen wir zum Schluss. Was ich zunächst jetzt mache, ist das zweite Teil schon mal beginnen. Das heißt, ich mache einen neuen Körper. Der bekommt den Namen Teil 2 und den möchte ich beginnen lassen. Eigentlich können wir den auch auf der XY-Ebene beginnen lassen. Dann machen wir das doch einfach, eine neue Zeichnung da rein auf der XY-Fläche und der wird jetzt hier so drum gezeichnet. Dann machen wir hier weiter. Ich lasse da mal eine Leerstelle hier zwischen. Und wir haben einmal einen Parameter, der heißt, das haben wir hier, dm innen, der heißt jetzt einfach mal dm innen 2, weil das ist auch innen, aber für das zweite Teil. Und das Teil kriegt im Prinzip auch sowas wie eine Wanddicke. Das nennen wir ruhig Wand 2. Und dann geben wir dem mal Werte. So, also, wir haben da die 26 plus 4, das heißt 30. Und dieses Teil, das würde dann 30. Und ich will aber da ein bisschen Spiel drin haben. Also machen wir das einfach mal 32 für den Beginn. Und die Wand soll auch 2 sein. So, jetzt kann ich, worin bin ich? Ich bin im Sketcher. Ich schließe das erstmal wieder und mache erstmal meine neuen Aliasse da rein. Das heißt, ich klicke hier hin, gehe dahin, tippe dort 12 ein, einmal OK. Und schon habe ich die auch zu Aliasen gemacht. Ich mache den Sketch wieder auf und wir können hier weiter konstruieren. So, damit wir alles sehen, kann ich hier auf dieses Teil klicken. Dann habe ich hier auch schön den Mittelpunkt sichtbar. Und dann gehen wir auf den Kreis, auf den Mittelpunkt. Und dieser Kreis, der kriegt einen Durchmesser von AAA.dm innen 2. 4 mal Tab. Und dann kommt ein zweiter Kreis drum.
auch hier mittig drauf. Und der kriegt auch einen Durchmesser. Und zwar, der wird AAA.dm innen 2 plus 2 mal AAA.Wand 2. Da haben wir diesen Wert auch. Klicken OK. Jetzt können wir die Bemaßungen hier noch ein wenig verschieben, dass man das besser sieht. So soll das Ganze aussehen. So, wir schließen das Ganze. Jetzt sehen wir, da ist das Teil. Und daraus machen wir jetzt erstmal eine Aufpolsterung. Und zwar wie hoch? Und zwar, das wird AAA.Wand 1. Wand 1. So. Ich kann immer hier dann auswählen, den will ich haben. Okay. Da fehlt aber noch was. Das heißt, wir müssen das nochmal aufmachen. Das passt so nicht. Und zwar, da kommt noch plus AAA.Boden. 5 mm. Und wir haben oben noch 2 mm drauf gesetzt. Die hätten wir eigentlich gar nicht draufsetzen müssen, sehe ich gerade. Stimmt das? Ach, wir machen da ein bisschen was Nettes raus. Doch, das machen wir ruhig. Also da kommt der Boden mal 2 drauf. So sieht das Teil aus. Dann können wir das schließen. Dann können wir diese Zeichnung kopieren. Da wieder alles rauslöschen. Die beiden, dass nur der Sketch hier so grau stehen bleibt. Okay. Steuerung V. Den Sketch in das Teil 2 reinziehen. Und dann wird das hier auf diese Fläche gesetzt. Das heißt, wir machen diese Funktion, wählen den Sketch 3 aus. Okay, Flat Face und in Ordnung. So, jetzt diesen Sketch selektieren wir jetzt wieder und editieren den. Und zwar dieser Kreis hier, den machen wir blau. Und dann haben wir wieder diesen Kreis da rein zu machen. Der kriegt wiederum das Maß AAA.dm Loch. Wir müssen aber erst auf das FX klicken. So, AAA.dm Loch. Da ist es die 8 mm. Okay, 1, 2, 3, 4 mal die Tab. Und der kriegt jetzt wieder den Abstand hier. Den müssen wir wieder, mache ich wieder mit Shift H. Und der wird wieder berechnet als wieder überlegen AAA.dm innen. Geteilt durch 2. Die 13 minus den Abstand AAA.Lochabstand. Da kommt wieder die 7 raus, die wir vorhin schon mal gehabt haben. Und da ist der Kreis jetzt an der richtigen Stelle. So, das schließen wir und erzeugen hieraus wiederum eine Aufpolsterung. Und zwar AAA.Boden. So sieht das jetzt aus. Und dann möchte ich, den machen wir erstmal unsichtbar. Das ist Teil 1. Einmal selektieren, einmal Leertaste drücken. Das ist jetzt weg. Und auf diese Ebene hier, da möchte ich auch eine Zeichnung machen. Wir schließen das erstmal so auf
Die also selektieren, eine Zeichnung, und zwar, das wird wiederum ein Kreis. Da brauchen wir einen neuen Wert, und zwar dm innen 3. Und da kann ich jetzt hier rechnen. Das heißt, ich tippe hier gleich dm innen, beziehungsweise ich mache es über die Felder B26, Quatsch, B2 minus mal 1 mm. So, jetzt kann ich wiederum aus dem Sketch rausgehen, diese Funktion hier aufrufen, das hier durch 13 ersetzen und jetzt hat er es gemacht, ne? Ja. So, da haben wir jetzt die 25 stehen. Das heißt, das ist die Formel und das ist auch ein Alias geworden. Und jetzt gehe ich wieder in die Zeichnung rein, wähle den Durchmesser aus, klicke hier auf Bogen und Kreis festlegen, also auf den Durchmesser, und dann haben wir hier AAA.dm innen 3. Mal so. Und das Loch hier, das kommt da auch rein. Das kriegt wiederum genau den Durchmesser AAA.dm Loch. Und wiederum genau das Maß. Das rechnen wir auf dieselbe Art aus wie vorhin, also horizontal. Und das ist fx AAA.dm innen geteilt durch 2 minus AAA.Lochabstand. So, dann schließen wir das Ganze, machen hiervon eine Aufpolsterung und die kriegt einen neuen Abstand, und zwar, das sind auch genau diese 2 mm. Das heißt, da kann ich eigentlich den Havan 2 Parameter nehmen, den ich das nach oben gesetzt habe. Das heißt, da klicken wir hier hin, AAA.Havan 2 und fertig. So, das ist jetzt der Deckel, das hier das untere Teil. So, jetzt sollen diese beiden Sachen hier mit so einer Art Verschraubung versehen werden. Und diese Verschraubung, die muss eine sehr große Steigung haben. Ich will nicht da 25 Mal reindrehen, wie bei einer normalen Schraube, sondern das soll so, sagen wir mal, 30, 45 Grad oder sowas, wenn das so gedreht wird, dann soll das so ganz da reinhauen. Das ist jetzt was, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Da legen wir jetzt einfach mal los. Wir fangen an mit dem inneren Teil hier, das heißt mit dem, und da muss jetzt ein Gewinde, das muss hier so außen drauf gesetzt werden. Und ich gucke mir die beiden Teile nochmal zusammen an. So, jetzt haben wir hier diesen riesigen Abstand zwischen. Das brauchen wir so eigentlich nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier die Parameter anpassen. Was haben wir da genommen? Da haben wir einfach 32 genommen. Das heißt, ich habe die 30 genommen und habe da 2 draufgepackt. Ist vielleicht ein bisschen zu groß. Also machen wir das mal zu 30,5. Dann sieht man hier, dann ist das schön schmaler geworden.
Der Rest passt aber immer noch genau. Also da muss jetzt das Gewinde rein. Also einmal auf das Teil 1, da möchte ich das Gewinde außen drauf setzen und das andere, da will ich das reinfräsen. Gut, da geht es jetzt wiederum los mit dieser Helix. Wir schauen uns an. Ich erzeuge eine neue Zeichnung. Ich mache erstmal das Teil 1 zum aktiven Teil. Das muss also hier so fett angezeigt werden. Dann machen wir eine neue Zeichnung. Die kommt auf die XZ-Ebene. Das ist die hier. Und okay. Da kommt jetzt ein, gehen wir auf diese Polygonkonstruktion hier und zeichnen hier. Ich wähle hier erstmal diese Ansicht, dass ich da so reingucken kann. Und dann machen wir hier erstmal sowas so grob. Einmal gucken, die sind alle korrekt. Die beiden hier, die und die werden vertikal zueinander, also einfach Taste V drücken. Dann sind die vertikal verbunden. So, das hier ist der DM innen plus zweimal die Wand. Wir brauchen aber einen Radiuswert, also machen wir, den ziehen wir erstmal ganz kräftig da rein und dieses Maß hier, dann nehmen wir ruhig das untere, dieses Maß, das machen wir über horizontale Bemaßung, heißt Shift und H. Also diesen Punkt und diese Strecke und Shift H, das wird AAA.dm innen geteilt durch 2 und plus die Wand plus AAA.Wand. Und da können wir einfach OK klicken. Schauen, ob es richtig ist. Das sieht schon mal gut aus. Dann das Maß von dem hier. Das brauchen wir nicht hier festlegen. Das können wir einfach über ein Maß machen. Shift D. Klicken wir da und sagen, das soll 0,1 mm, auch machen wir 0,5 mm. Das soll da so reinragen. Ist nur zur Sicherheit. So, dann haben wir das Maß hier. Das ist das Maß. Da wird jetzt nicht das Maß der Steigung genommen, sondern wie hoch sollen diese Zähne sein. Gucken wir mal, machen wir einen Parameter. Ich mache das mal hier unten, da kommt das Gewinde hin. Was haben wir für ein Maß? Dann nehmen wir Zahnhöhe. Ich benutze absichtlich keine Umlaute, weil ich nicht weiß, ob das klappt. Und die Zahnhöhe, die mache ich jetzt einfach mal 1 mm. Das machen wir mal 0,3 mm. Werden wir gleich sehen, ob das passt. So, das Maß hier, das wird jetzt vertikal bemaßt, also Shift V. Und hier drauf klicken, AAA.Zahnhöhe. Das können wir noch nicht nutzen. Wir müssen erstmal aus der Zeichnung raus den neuen Alias hinzufügen. Ich mache direkt noch die weiteren Werte hinzu. Und zwar Zahnhöhe und das ist Zahntiefe. Nennen wir es ruhig. Und die mache ich jetzt einfach mal 0,5. So, diese beiden Werte müssen, ich gehe aus der Zeichnung raus, wähle wieder den Alias Manager, gehe hier auf 16. Einmal OK klicken, bisschen warten. Der rechnet jetzt immer da ein bisschen mehr, deswegen geht das nicht mehr ganz so schnell. Jetzt habe ich die beiden auch zu Aliasen gemacht. Also wieder diesen Sketch aufrufen, hier reinzoomen, dass wir das da schön sehen. Und dann haben wir, das Maß können wir hier nach oben setzen.
hier draufklicken. Das soll ja die Zahnhöhe werden. Das heißt Shift V auf fx Zahnhöhe. 1, 2, 3, 4 mal Tab. So, das ist jetzt die Zahnhöhe. Die ist ein bisschen knapp bemessen und die Zahntiefe, das ist das Maß von dem zu dem, und das rechne ich jetzt wieder aus, und zwar machen wir wieder Shift V. Ich kann aber hier jetzt auch zur Einfachheit mit diesem hier rechnen. Da haben wir ja die 0,5, das wissen wir. Also bemaße ich den zu dem, Shift V. Den zu dem, Shift H ist das natürlich. So, das möchte aber nicht, da muss ich Shift D nutzen, den zu dem, Shift D, oder aber dieses Symbol hier wählen. Das heißt Shift D, das wird ein Maß, und zwar das Maß ist dann Zahntiefe plus 0,5. Und 4 mal Tab. So sieht das Ganze jetzt aus. So, jetzt muss das hier noch schön die Mitte werden. Das heißt, dass zu dieser Strecke hier, ich ziehe den hier erstmal rüber, dass der da nicht mehr stört. Das heißt, das Maß zu dem, das ist vertikal, beziehungsweise müssen wir wieder Shift D wählen, und das gibt ein Maß von Zahnhöhe geteilt durch 2. Okay. Und da sind wir fertig. So, jetzt ist das Teil definiert. Es lässt sich nur noch in der Höhe verschieben, lässt sich nicht mehr auf andere Art bearbeiten. Und das lassen wir jetzt einfach hier den Punkt auf dieser, mit dieser Funktion ist, glaube ich, Shift O, oder ich klicke dahin, und jetzt ist das die Zeichnung eingeschränkt. So, wir schließen das und erzeugen erstmal eine Helix aus dieser Zeichnung. Da das Teil hier zentrisch ist, brauchen wir keine Konstruktionslinie da reinzuzeichnen in die Mitte. Das heißt, ich wähle die hinzufügende Wendel, heißt es hier im Englischen Helix, und da haben wir das. Das kriegt jetzt eine Steigung hier und eine Höhe. Also die Höhe, die können wir im Prinzip vorhersagen. Das ist Boden plus 5, also 7. Also wählen wir hier einfach mal 7 mm aus. Dann geht das bis hier oben hin. Und wir ziehen da aber ein bisschen was ab. Und zwar wie viel? Und zwar die Zahnhöhe. Oder die Hälfte der Zahnhöhe kann man abziehen. Also wir gehen hier hin. Und tippen ein. Das ist einmal AAA.Boden plus AAA.Haarwand 1 plus AAA.Haarwand 2 minus AAA.Zahnhöhe, aber geteilt durch 2. So, 6,85. Schauen wir uns da mal an. Nee, das muss die ganze
Zahnhöhe wählen, weil die andere hier, den haben wir ja nicht auf die Mitte gesetzt. Also wählen wir nochmal das hier aus und löschen das durch 2 hier raus. Und OK. Und dann sieht man, das geht jetzt genau bis dahin. So, das soll aber nicht mit dieser Steigung hier gehen. Das wäre ja so eine Steigung, wo ich dann, ich weiß nicht, wie oft da drehen muss. Der soll ja diese Höhe von 6,7, also fast 7 mm, die soll er mit maximal einer halben Drehung, besser eine Vierteldrehung, eine Viertel ist für uns zu viel. Ein Viertel könnte man machen. Also wählen wir jetzt einfach mal eine andere Steigung aus, und zwar 8. Gucken uns das mal an. Dann sehen wir hier, können von oben da drauf gucken. Dann sieht man hier, wie weit man drehen müsste, um das bis da oben hin zu drehen. 8 ist zu wenig. 20. Versuchen wir es. Ja. 30. Ja, das sieht schon gut aus. Das nehmen wir jetzt einfach mal so. Gucken wir mal nach, ist die Zahnhöhe nicht ein bisschen zu knapp? Eigentlich schon. Das heißt, ich klicke einmal hier auf OK. Und wir ändern die Zahnhöhe mal auf 1 mm. Ja, das gefällt mir schon viel besser. Ihr seht hier parametrisch, alles geht mit. So, gucken wir uns das einmal in dieser Ansicht an oder in der Aufsicht. Da sieht man, so weit geht das hier rein. Könnte jetzt die Zahntiefe mal auf 0,8 machen. Ist vielleicht auch ein bisschen besser. Jo. So, jetzt ist natürlich so eine Wendel da viel zu wenig. Das heißt, ich kann hier auf die Helix klicken. Ich gehe mal in die Aufsicht und da mache ich jetzt ein polares Muster von. Und das machen wir mit dieser Funktion. Additive Helix. Senkrecht zur Skizze. Basis Z-Achse. Das ist nicht ganz so gut, finde ich jetzt mal. Weil eigentlich ist das schon. Eigentlich sollte das richtig sein. Sieht aber nicht richtig aus. Schade eigentlich. Machen wir einmal Steuerung Z. Wie kriegen wir das hin? Ich mache die nochmal auf, mache den Sketch hier auf, mache mir hier eine Konstruktionslinie in diese Zeichnung. Und zwar von da nach da. Die wird blau. Schließe das Ganze. Dann versuche ich jetzt nochmal daraus ein polares Muster zu machen.
Konstruktionslinie 1. Okay, das können wir erstmal abbrechen hier. Das sieht so einfach nicht aus. Müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen, dass wir hier mehrere da hochbekommen. Entweder mache ich mehrere Zeichnungen da jetzt und mache mehrere Helixe da noch drauf. Ich habe das einmal gemacht, da hat es so funktioniert. Es scheint aber so einfach nicht zu gehen. Ich mache erstmal ein kleines Päuschen, ihr kriegt aber nichts von mit und dann gucke ich gleich, wie ich weitermache. Okay, ich habe mir gerade ein paar Gedanken gemacht, wie wir weitermachen. Also ist jetzt genau der Zustand, mit dem ich aufgehört habe, außer dass ich das Ganze gespeichert habe. Und ich gehe jetzt nochmal in diesen Sketch hier, den haben wir hier, und da erzeuge ich jetzt auf der gegenüberliegenden Seite genau dasselbe. Das heißt, da und der kommt da dran. So, einmal kurz reinschauen. Der ist senkrecht, der hängt da unten drauf. Gut, die beiden hier, die sind vertikal zueinander verbunden. So, dann können wir jetzt das ganz einfach machen. Und zwar die beiden. Was machen wir da am besten? So, dass man das hier rüber schiebt. Ah, das klappt so nicht. Das wenigstens so einigermaßen stimmt von den Maßen. Und du dahin. Also ihr beiden hier. Ihr werdet dazu symmetrisch. Oder ich drücke einfach S. Dann ist das symmetrisch. So, dann ihr beiden hier. Ihr seid auch symmetrisch. Und ihr beiden hier. Ihr seid auch symmetrisch. Dann haben wir schon mal den Zahn da richtig. Und dann brauche ich nur noch, machen wir das, die auch symmetrisch. Dann sollte das komplett eingeschränkt sein. Okay. So, die hier, die können wir wieder rauslöschen. Und ich schließe die Zeichnung. Jetzt müsste ich eigentlich, das macht er so nicht. Schauen wir uns das nochmal an. Sketch 005. Wo fehlt es ihm da dran? Kann er eine solche Helix nicht? Das wäre nicht gut. Wir können aber die beiden hier rauslöschen. Und dieses Maß kann auch weg. Und der kann weg und der kann weg. Und dann machen wir da einfach den Punkt, der kommt auf den Punkt. Das geht, glaube ich, mit C. Und der Punkt, der kommt auf den Punkt und auch C. So. Da müssen wir nochmal die Zahnhöhe jetzt, die Zahntiefe bemaßen. Die ist irgendwie rausgegangen. Das heißt,
durch das Löschen von diesen Linien das Maß zu dem, und das wird horizontal bemaßt. Und das ist dann AAA. Zahntiefe. Und okay, damit müsste das eigentlich komplett drinnen sein. Und schließen das Ganze. Das mag er immer noch nicht. Gucken uns die Helix einmal an. Die vertikale Skizzenachse. Steigung, Höhe, Winkel. 30 mm Steigung. Höhe die 6. Wir machen die Helix nochmal neu da rein. Das heißt, da ist das Teil drin. Daraus möchte ich eine Helix machen. Die mag er nicht. Ja, schade drum. Das heißt, ich lösche das hier. Also alles schließen, ohne zu speichern. Datei, letzte Datei, die Sicherung von vorhin. Das ist das. Und dann muss ich das wirklich nochmal neu machen. Das heißt, auf der Seite muss ich eine neue Zeichnung anlegen. Das heißt, wir haben den hier, ich mache eine neue Zeichnung. Das Teil muss aber der aktive Körper sein, das war jetzt nicht. Eine neue Zeichnung auf der XZ-Ebene und schließe. Nein, ich hätte sie aufmachen lassen müssen. Da wählen wir wieder diese Ansicht aus und wir zeichnen jetzt hier drüben das Pendant hier rein. Du und du. Und dann haben wir wieder das Maß hier 0,5. Ziehen den mal hier rein. Shift O. Das war's nicht. Ach, der ist schon da drauf. Oh, der ist schon da drauf. Gut. So, einmal kurz schauen. Die beiden werden vertikal zueinander gelegt. So, da haben wir die 0,5. Das Maß hier. Ich muss erstmal wiederum das Spreadsheet aufmachen. Fenster nebeneinander. Das ist jetzt umgekehrt hier. Stört mich jetzt im Moment nicht. Das heißt, wir haben die Zahnhöhe, Zahntiefe. Das heißt, das Maß machen wir ruhig mit Shift D. Das Maß, das wird über Fx AAA Punkt Zahnhöhe. Und das Maß Shift D, das wird AAA Punkt Zahnhöhe durch 2. Und dann haben wir noch das Maß hier. Das wird AAA.dm innen plus AAA.w Wand. Gucken uns das mal an. So, das muss aber natürlich durch 2 geteilt werden, der DM innen. Nochmal
schauen. Okay, das sieht gut aus. Wir können dann wieder hier alles anzeigen lassen. Ich mache einmal die Helix da unsichtbar. Der wird gelöscht, der wird da reingeschoben. Das Maß haben wir. Das Maß wird 0,5 und das Maß hier horizontal AAA Punkt Zahntiefe. Ich glaube, da habe ich mich vertan. FX AAA Punkt Zahntiefe. Okay. So, das wird geschlossen. Ich schiebe die jetzt erstmal so. Ich will lieber hier vorne arbeiten. Das kommt mir gelegener. Das heißt, den können wir erstmal wieder rüberschieben und den größer machen. Leider speichert er sowas nicht in der Zeichnung ab. Können wir mal gerade schauen. Schließen das Ganze, machen die, nicht den wieder sichtbar und machen jetzt die zweite Helix da dran. Oder Wendel, wie es hier genannt wird. Und da stimmt natürlich wieder die Steigung nicht. Das heißt, die übernehmen wir von hier. Ich breche das erstmal ab. Gucken wir uns erstmal an, was hatten wir? 30. Das Maß hier war ja ausgerechnet worden, aber 30 mm Steigung. Also machen wir hier die Wendel. Steigung 30 mm. Höhe ist AAA Punkt Boden plus AAA Punkt H-Wand 1 plus AAA Punkt H-Wand 2 minus AAA Punkt Zahnhöhe. Und da haben wir die 6 mm auch da stehen. Einmal okay. Und dann haben wir jetzt da schon 2 von diesen Teilen. Jetzt können wir die anderen 2 auch noch konstruieren. Muss mal gucken, ob man die Zeichnung einfach kopieren kann. Ich denke mal, das funktioniert. Das heißt, ich habe hier jetzt 2 Helixen und 2 solche Zeichnungen. Ich kopiere erstmal diese Zeichnung hier. Macht es so die raus, dass das so grau bleibt und drücke STRG V. Dann der Sketch wird in den Körper 1 reingezogen und wird nun mit dieser Funktion hier auf eine Fläche gelegt. Die Fläche muss ich aber erstmal selektieren. Das heißt, ich mache die sichtbar. Wir gucken uns an, das ist die YZ-Plane. Die selektiere ich und wähle jetzt die Funktion aus und den Sketch. Das ist Sketch 007. Einmal OK klicken, Flat Face und dann schauen wir uns die mal an und dann sieht man, die ist richtig. Okay, da machen wir jetzt auch eine Helix raus. Und da geben wir hier wieder ein Steigung 30 und die Höhe ist wieder AAA Punkt Boden plus AAA Punkt H-Wand 1 plus da muss ein Plus hin, plus AAA Punkt H-Wand 1 plus AAA Punkt H-Wand 2 minus AAA Punkt Zahnhöhe.
und OK. Und dann haben wir auch die dritte Helix da drin und machen wir noch eine. Das heißt, wir selektieren jetzt als Zeichnung die auf der zweiten Helix, diese hier, Steuerung C, wiederum die beiden hier deselektieren, OK, Steuerung V drücken, den Sketch in das Teil reinschieben und das wird jetzt auch auf die YZ-Ebene gelegt mit diesem Befehl hier, und zwar Sketch 8. Okay. Okay, jetzt brauchen wir die nicht mehr sichtbar haben. Die mache ich jetzt wieder raus. Der Sketch, den sollte man jetzt hier so auch sehen können. Ich soll gerade schauen. Ich glaube, das machen wir aus der Ansicht. Der ist aber unsichtbar. Da ist er. Wir können sichtbar machen. Daraus machen wir eine Helix. Und dann machen wir hier auch die Steigung 30 und das Maß wieder hier AAA.Boden plus AAA.Haarwand 1 plus AAA.Haarwand 2 minus AAA.Zahnhöhe. So, da wir das Maß so oft brauchen, hätte man auch hier in der Liste einen neuen Wert für anlegen können. Also einfach mal als Erläuterung. Aber man kann es auch so machen. So, wenn ich mir das jetzt anschaue, habe ich hier 4 solche Windeschnitte, mit denen das Teil so reingedreht wird. Ich denke, das reicht auch. Ich könnte jetzt hier noch also Datum Planes reinlegen im 45 Grad und darauf auch noch jeweils 2 Zeichnungen kopiert draufsetzen. Ich denke, das führt zu weit. Es geht, aber da gehe ich schwer von aus. So, jetzt haben wir aber erst einen Teil davon erledigt. Das heißt, dieses Teil 2 hier, wenn ich das aktiv zeigen lasse und ich mache das jetzt zum Beispiel ein wenig unsichtbar. Das heißt, ich klicke das an, drücke Steuerung D, gehe hier auf, dann ziehen wir das hier ein bisschen nach oben, Transparenz, dass ich das hier auf mal 50% ungefähr transparent zeichne. Dann sieht man da, werden die jetzt da so reingefräst. Und das, da könnte ich jetzt genau auf dieselbe Art auch diese Teile da rein konstruieren. Das scheint mir aber viel zu aufwendig und ich suche jetzt nach einer einfacheren Möglichkeit. Und zwar, ich mache eine Kopie des Teiles 1 und zwar alles von Teil 1. Dann drücken wir einmal Steuerung V. Ich bin ja noch in dieser Funktion, machen wir die mal zu. Da ist jetzt ein Teil 003 hinzugekommen. Das nenne ich jetzt Schnittobjekt. So, und für das Schnittobjekt, das geht ja jetzt immer noch von diesen Parametern hier aus. Da lege ich jetzt neue Parameter an. Und zwar, da wichtig ist einmal der Innendurchmesser dieses Teiles. Das heißt, wenn ich jetzt das Teil 1 mal erstmal unsichtbar mache und das Teil 2 auch, das wird jetzt so ein Schnittobjekt und das will ich einfach von dem anderen, von dem Teil 2 hinterher mit einer boolschen Operation abziehen. Das wird nicht ganz einfach. Man muss sich jetzt überlegen, was ändere ich an den Parametern Zahnhöhe, Zahntiefe und an den Parametern DM innen. Ich mache erstmal hier jetzt neue Parameter und zwar, ich sage mal den DM innen.
DM Innen X nenne ich den mal. Und der wird nee, den brauche ich nicht. Den DM Innen lassen wir gleich. Aber die Wand, die ist jetzt hier 2 mm. Und da machen wir hier Wand X. Und da habe ich ja vorhin, als ich das zweite Teil konstruiert habe, den hier um 0,5 mm größer gemacht. Also Wand X machen wir jetzt 2,4999. So, dann wird die Zahnhöhe X wird das, und da machen wir 1,1 mm. Da machen wir 1,3 mm und die Zahntiefe X, die machen wir nicht 0,8, sondern 0,1 1,3 mm. So, das sind jetzt 3 neue Parameter, also wiederum die Funktion wählen, hier die Nummer 20 bis zur Zeile 20, das eintragen lassen, bisschen warten. Machst du es? Ich glaube, ich habe nicht drauf geklickt. Jetzt habe ich drauf geklickt und einmal schließen. Er muss jedes Mal die Körper neu konstruieren, wenn ich hier irgendwas dran mache. Das heißt, dieses Schnittobjekt, da müssen wir jetzt die ein bisschen dran ändern. Und zwar, wir haben hier einen Sketch und da haben wir die 30 mm. Die einmal anklicken. So, jetzt haben wir hier dieses Maß, das ist wichtig, und das Maß, das ist DM-In plus 2 mal Wand. Da ändern wir das Wand jetzt hier zu Wand X. So, einmal. Da habe ich aber was falsch gemacht. Da gehen wir erstmal raus, abbrechen. Ich muss das Schnittobjekt nochmal neu kopieren. Fangen wir nochmal an. Das hier können wir alles so lassen, wie wir es haben. Das Schnittobjekt wird erstmal wieder rausgelöscht. Ich hoffe, das macht er jetzt komplett. So, da ist die Tabelle, die neue, die ich leider mitkopiert habe. Die wollte ich gar nicht. Also ich kopiere nochmal das Teil 1, Steuerung C, und ich kopiere alles, aber ich kopiere nicht die Tabelle mit. So, dann OK und Steuerung V. Da ist das Teil drin. Das machen wir wieder sichtbar. Und das wird Schnittobjekt. So, dann können wir hier nochmal weitermachen, wie ich es jetzt vorhin vorhatte. Hier haben wir Sketch 13. Das Maß hier, Doppelklick. Und das wird Wand X. Und jetzt klappt das auch. Dann ist das entsprechend größer und wir schließen das Ganze. So, jetzt sieht man hier, da ist die nächste Zeichnung, dieser Sketch hier. Doppelklick, auch da Wand X nehmen, bitte. Und OK. Und schließen das Ganze. Und jetzt kommt die Änderung an den ganzen Zeichnungen hier. Das heißt, da haben wir
das Maß hier, das ist dm innen plus Wand x. Und dann haben wir Zahnhöhe x und die Hälfte von Zahnhöhe x. Also man merkt schon, da hat man ein bisschen was zu tun. Und das Maß hier, das wird Zahntiefe x. Schließen das Ganze. Dann geht es bei dem nächsten Sketch weiter. Das ist auf der Seite hier. Auch da Wand x, Wand x. Das Maß Zahntiefe x. Das Maß Zahnhöhe x durch 2. Und das Maß ist, glaube ich, auch noch geändert werden. Zahnhöhe x. So. Dann haben wir schon mal 2 Zeichnungen wieder bearbeitet. Und dann kommen noch die letzten beiden. Und zwar, das war jetzt für den ersten, für den zweiten, dann haben wir hier noch den und den. Sketch 10 und 11. Einmal auswählen. Das Maß Wand x. Zahnhöhe x. Zahnhöhe x durch 2 und das Maß Zahntiefe x plus 0,5. Und dann haben wir den auch. Schließen. Und die letzte Zeichnung ist diese hier. Da auch dieses Maß hier plus Wand x. So, dann haben wir hier die Zahnhöhe x. Zahntiefe x. Und die Doppelklick, die Zahnhöhe x durch 2. So, schließen das Ganze. Das ist jetzt das Schnittobjekt. So ein bisschen ist da aber noch falsch. Und zwar die ganzen Helixen, die haben eine zu große Höhe. Und zwar der Grund ist, weil die Zahnhöhe sich verändert hat. Das heißt, wir fangen an mit dem ersten, wir haben hier die 4 Helixen, fangen wir mit der an, die Höhe hier, da kommt ja hier Zahnhöhe und damit machen wir ein X raus und die Haarwand und so weiter, das ist alles gleich. Okay. Jetzt ist der schon mal richtig. Das war der erste Helix, die zweite Helix ist die Höhe, Zahnhöhe x und okay. Jetzt ist der da richtig. Gucken wir mal gerade an.
Also ganz richtig sieht das noch nicht aus. Ich glaube, ich muss einmal OK klicken. Ja, jetzt ist er richtig. Dann haben wir den ersten, den zweiten, hier mal den dritten. Da auch Zahnhöhe X. Okay. Okay. Und die letzte, das ist der hier, auch hier Zahnhöhe X. Und OK. Okay. So, jetzt ist das Schnittobjekt fertig. Ich selektiere jetzt das Teil 2. Bevor ich die bearbeite, obwohl eigentlich muss es so gehen, ich speichere erstmal ab, Datei speichern unter, da machen wir hier Schlüssel 1 Version 2 raus und ich möchte jetzt das Teil 2, das machen wir aktiv, dann wird das, klicken wir einmal hier rein, das darf nicht selektiert sein und dann gibt es hier diese Boolean-Operation, boolsche Operation. Und zwar, ich möchte eine Differenz machen und zwar einen Körper hinzufügen und da wähle ich jetzt genau dieses Schnittobjekt aus hier. Das bist du. Und klick auf OK und dann habe ich, wenn ich das jetzt wieder hier in der Darstellung die Transparenz rausnehme und dann schließen wir das mal gerade, dann sieht man, da ist das Gewinde da reingeschnitten und ich kann jetzt eigentlich das da reindrehen, aber es klappt nicht, weil da fehlen die das muss eigentlich hier so weiter geschnitten werden. Wie machen wir das denn? Ja, das heißt, wir gehen her, ich schaue mir das Schnittobjekt an. Geht das überhaupt? Ja. Aber ich mache es anders. Ich mache einmal Steuerung Z. Da haben wir das Boolsche erstmal wieder raus. Das ist das Schnittobjekt. Und dieses Schnittobjekt, das muss da so reinschneiden. Nicht einfach. Nicht ganz einfach. Wie machen wir das? Entweder mache ich in das geschnittene Objekt zusätzlich da dann Löcher rein, wo das so reinpasst. Ich denke fast, das muss ich machen, weil wenn ich jetzt diese Teile hier neu mache, dann passen die von den Winkeln nicht. Also wir lassen die nochmal schneiden. Das heißt, ich habe Teil Nummer 2. Das ist das aktive Teil. Ich mache nochmal den Schnitt. Boolsch mit dem Körper-Schnittobjekt als Differenz. Und OK. So. Und jetzt gucken wir uns das mal von unten an. Das heißt, Taste 5 drücken. Da haben wir jetzt, müsste an sich ja genau auf den Winkeln beginnen. Das heißt, so ist das denn hier so? Das weiß jetzt auch keiner. Das Fenster hört da auf. Das ziehen wir mal schön groß. So. Eins, 3, 5, 2. Ja, jetzt ist das schön. So, auf die XY-Ebene, da müssen jetzt so
So Löcher da rein. Nur wie? Also da machen wir eine Zeichnung. Und da mache ich jetzt einfach kreisrunde Bohrung. Dahin, dahin, dahin und dahin. Da machen wir einen Kreis. So, der wird blau. Der kriegt einen Durchmesser. Und zwar wird der genau, wir sind ja hier in dem Objekt, in dem Teil 2. Das heißt Durchmesser AAA Punkt DM innen 2 plus AAA Punkt Wand 2 durch 2. Nee. Dreißig Komma 5. Ja, das kann man ruhig nehmen. Und die legen wir jetzt da drauf mit Shift O. So, bitte auch darauf. Shift O. Du bitte darauf. Shift O. Und du bitte darauf. Shift O. Dann ihr 4 Kreise. Ihr kriegt alle denselben Durchmesser. Und das machen wir hier über das Gleichheit. Da kann man auch die Taste E für Equal drücken. Und dann wird das noch bemaßt. Und da machen wir einen Parameter rein. DM Start. Ja, DM, doch, nehmen wir es ruhig DM Start. Und da machen wir jetzt mal 2 mm erstmal raus. Ich schließe erstmal die Zeichnung. Wir machen hier ein neues Alias. Das ist jetzt bis 22. Da wieder ein wenig Geduld haben. Jetzt hat er es. Da haben wir DM Start drin. Das heißt, ich selektiere einen Kreis hier mit dem Durchmesser AAA.DM Start und schließe das Ganze. Und dann machen wir noch einen Parameter hier rein. Schließen erstmal die Zeichnung vorher. Und zwar AAA.H-Start. Also wie tief das reinkommt. Und das mache ich erst auch mal. Da machen wir mal 1 mm für den Anfang. Das wird aber nur H-Start natürlich. So, nochmal den Alias bis. Wir können das der Einfachheit halber hier
können wir sagen, ich möchte nur von 24 bis 24 machen. Dann geht das, glaube ich, auch viel schneller. So hoffe ich. Es ist aber nicht 24 bis 24, sondern 23 bis 23. Man muss auch lesen können. Okay. Und da ist er drin. Wir schließen das. So, jetzt machen wir aus dem Sketch hier eine Pocket. Müssen aber das Teil 2 hier... eigentlich sollte das funktionieren. Gucken wir uns das nochmal an. Eine Tasche. Ja, jetzt klappt es auch. Und dann machen wir hier AAA.Start. Und okay. Und dann gucken wir uns das mal an. Wird das so funktionieren? Nee, wird es nicht. Einmal können die da ein ganzes Stück weiter rein, die Kreise, diese Bohrung. Das heißt, da gucken wir uns den Sketch hier nochmal an. Diesen Kreis hier. Hand 2. Versuchen wir es mal so. Und gucken uns das hier mal an. Er kann noch ein bisschen tiefer rein. Das heißt, wir ändern H-Start auf Zahntiefe X ist 1,3. Dann machen wir einfach daraus, was ist das hier? Das ist B20. Das heißt, dieser Parameter hier, den machen wir auch zugleich B20. Und dann sieht man, so kann das schon eher funktionieren. So, gucken wir uns den Sketch nochmal an. Diesen Wert hier, den machen wir komplett auf ohne den, also auf den DMIN2. Und das Maß dieses Kreises, das machen wir mal auf 3. Schließen die einmal. Ja, das könnte wohl klappen. Wie gesagt, da muss man wirklich vielleicht ein bisschen mit anderen Sachen hier arbeiten. Aber das ist auch echt höhere Kunst, in Anführungszeichen. So, jetzt, das heißt, wir haben jetzt hier so ein Teil, da ist so ein Boolean drin. Und ich speichere gerade mal die Zeichnung nochmal. Datei speichern unter. Und da machen wir jetzt die Zeichnung, den Part Nummer 3 raus, also Version 3. Und dann kann man sowas drucken, probieren, ob es geht. Und ansonsten muss man wirklich hier eine andere Lösung finden für den Einlass dieses Gewindes. Das heißt, diesen Kreis hier, diese Kreise vielleicht ein bisschen rotieren. Da, so viel Zeit muss sein. Also ich löse jetzt erstmal
Dazu gehe ich hier rein und wir haben hier diese Constraints. Die löschen wir jetzt raus. 2, 3, 4 und die auch. So, jetzt sind die Kreise wieder völlig lose. Das heißt, auf dem Kreis dürfen sie ruhig drauf liegen. Shift O. Nee, nicht darauf. Nein. So, du bitte auch auf den Kreis. Shift O. Du bitte auch auf den Kreis. Und der hier unten auch. Haben wir den schon? Nee, haben wir noch nicht. Du bitte auch auf den Kreis. Shift O. Und jetzt machen wir 2 Hilfsgeraden da rein. Das heißt, wir machen eine Linie und noch eine Linie. Das werden beides Konstruktionslinien, also blau. So, die liegen erst einmal auf dem Mittelpunkt und die bitte auch auf dem Mittelpunkt. So, die haben zueinander einen Winkel von 90 Grad und schauen wir uns das nochmal an. Die müssen ja ein wenig gedreht werden. Ich kann jetzt das hier so drehen. So, erstmal können wir die von der Länge gleich machen. Gleich. Und du symmetrisch zu diesem Punkt. Ist jetzt gar nicht so einfach, diesen Punkt zu treffen. Gucken, ob das geht. Symmetrisch. So, ja, das geht. Das Maß hier. Da machen wir jetzt AAA.dm innen mal 2. Dann ist das, und der sollte jetzt auch, ach, der muss auch noch die Zentriertheit bekommen. Du bitte auch zu diesem Punkt hier symmetrisch. So, jetzt sollte der sich eigentlich nur noch drehen lassen. Und jetzt muss man sich überlegen, das machen wir da an der Stelle mal, wie weit muss das denn hier so rüber gedreht werden? Also das wäre der Punkt gewesen, ich sag mal so. Da machen wir jetzt da einen Winkel rein. Das gefällt mir jetzt nicht so. Ich hätte gerne einen kleinen Winkel. Machen wir das Maß mal. Du zu dem Winkel. Du zu dem Winkel. Okay, das ist 2,74. Okay, dann machen wir hier einen Winkel 2,8. Ich schließe erstmal die Zeichnung. Dann machen wir hier wieder, da kommt jetzt wirklich rein 24 bis 24 und okay. Und schließen das Ganze, da ist der Alias da drin, aufrufen. Die beiden bitte einen Winkel von AAA.Winkel. Und jetzt kommen die Kreise noch da drauf. Du da drauf. Du da drauf. Du da drauf mit Shift O mache ich das jeweils. Und du Kreis
bitte auf den und schließen das Ganze. Dann schauen wir uns das mal an. Und das könnte schon viel besser funktionieren, so wie es jetzt hier aussieht. Kann man den Winkel hier vielleicht noch ein bisschen verändern. Machen wir mal 3 Grad raus. Machen wir mal 8 Grad raus. Das ist zu viel. 6 Grad. Das ist natürlich auch zu viel. 5 Grad. Grad. Und den, da machen wir jetzt mal 3,3. Gucken wir mal, ja, das müsste eigentlich passen. So, ist auch nicht schlimm, wenn die hier so außen ausstehen. Also können wir den Durchmesser ruhig mal größer machen. Vielleicht sogar mal 5. Da muss man das jetzt auf alle Fälle reingedreht bekommen. Okay, so, das heißt, wir haben hier unser Teil 1, unser Teil 2 und das Teil, das dreht da so rein. Da der das müssen aber schon so Ausschnitte sein. Ja. Sieht nicht schön aus, man könnte es bestimmt schöner machen, aber das ist auch nur, um euch zu zeigen, wie man mit FreeCAD eben von Scratch, also von Null anfängt und sowas konstruiert. Jetzt haben wir aber hier noch, wer sich vielleicht an den Anfang des Tutorials erinnert, weiß, wir haben hier noch so einen Parameter Schnittabstand. So, wenn wir jetzt nochmal in die Aufsicht gehen, der Schnittabstand, das ist ja hier dieser Abstand, wie das hier so vorne abgesägt wird. So, und zwar, da ging es nicht von Teil 2, sondern von Teil 1 aus. Mit dem haben wir ja begonnen und das sollte der Abstand zum Innenradius sein. Also zu diesem Part hier. Das heißt, da muss jetzt noch ein Schnitt gemacht werden. Den machen wir einmal bei Teil 1. Das ist für den Bart, dass der Schlüssel da überhaupt reinpasst. Und da muss man sich ja überlegen, ob das überhaupt funktioniert. Also das Innenteil, das muss den Bart festhalten. Das Außenteil muss einen wesentlich größeren Abschnitt haben, als er so drauf gedreht wird. Hätte ich auch früher dann denken können, aber egal. Ich denke mal, wir kriegen es hin. Das heißt, ich mache jetzt einen Schnitt. Das machen wir ruhig hier. Da wird ein neuer Sketch generiert. Und zwar, das wird ein Rechteck. Das soll ja von diesem Innenmaß aus einen Abstand von diesem wo ist es? Wo haben wir es? Muss ich hier hochgehen? Schnitt. Wo bist du? Ja, es ist nicht so gut, wenn die sich zusammen bewegen. Das sollte eigentlich nicht so sein. Das heißt, ich weiß, was ich falsch gemacht habe vorhin. Also, gehen wir mal wieder hier hin. Und zwar an dem muss ich natürlich hier drehen und nicht an diesem hier. Jetzt können wir das hier auch wieder reinzoomen, reinpacken und korrekt hier in der Breite machen.
Na komm. So. Okay, den können wir jetzt wieder nach unten ziehen. So, da haben wir Schnittabstand. So, der Schnittabstand soll vom DM-In um diesen Wert Schnittabstand 4 mm nach links verschoben sein. Das heißt, der kriegt einen Abstand zu dem Mittelpunkt. Und zwar, das wird AAA.DM innen geteilt durch 2, weil das ist ein Durchmesser. Wir müssen also vom Radius ausgehen und das minus AAA. Und dann hieß das Schnittabstand. So, da soll der Schnitt hin. So, dann machen wir das Ganze hier symmetrisch. Da ist ja schon den und den bitte symmetrisch. Das Maß, dem geben wir auch ein Maß. Das machen wir einfach AAA.DM innen mal 2. Ist auf alle Fälle groß genug. Das Maß hier, das machen wir AAA.Schnittabstand mal 3. Ist dann auch auf alle Fälle groß genug. Und wir schließen das Ganze. Und dann schneide ich das jetzt da so raus. Und wir machen eine Tasche und die geht durch alles und so sieht das Teil dann aus. Okay, da wird der Schlüssel reingelegt und dann wird der Deckel da drauf gedreht. Der Deckel kann natürlich nur drauf gedreht werden, wenn der Schlüssel da drin ist, und dann muss das auch passen. Das ist also nicht ganz easy. Ob das überhaupt so funktioniert, das sieht man erst, wenn man das erste gedruckt hat. So, dann haben wir hier das Teil 2. Und das hat jetzt natürlich nicht diesen Ausschnitt da. Das heißt, das kriegt diesen Ausschnitt auch noch. Den machen wir auch hier oben drauf. Erzeugen, das muss erstmal das aktive Objekt werden. Hier drauf wird eine neue Zeichnung generiert. Und da machen wir wieder dieses Rechteck, was wir gerade hatten. Das ist wieder hier wieder symmetrisch. Die Höhe wird AAA.DM innen mal 2. Das Maß machen wir AAA. Da müssen wir auf den FX hier klicken. Der AAA. Schnittabstand. Abstand mal 3. Und dann haben wir hier dieses Maß und das wird AAA.DM innen geteilt durch 2. Aber natürlich mit FX. Ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Also AAA.DM innen geteilt durch 2 minus AAA.Schnittabstand. So, das wird jetzt auch so abgeschnitten. Das heißt, da machen wir auch eine Pocket und auch durch alles. So, und da muss jetzt eben die Steigung groß genug sein, dass das überhaupt passt. Ob das so funktioniert, wahrscheinlich müsste die Steigung noch wesentlich stärker sein, damit das überhaupt so zusammengebaut
werden kann. Ich hätte also ich gehe mal hier auf OK, ich hätte bei den Helixen hier die Parameter für die Steigung auch schön parametrisch machen sollen. Das können wir jetzt noch nachholen. Das heißt, da machen wir hier einen Wert rein, der heißt Steigung. Und der wird jetzt nicht, den machen wir erstmal auf die 30, wie sie da drin steht. Das heißt, wir machen hier wieder ein Alias, und zwar 26 ist die Zeile. So, da ist sie drin. Und jetzt gehen wir alle Helixen durch und ändern das hier auf AAA.Steigung. Und OK. Helix A.Steigung. Kann ich eigentlich nochmal Enter drücken? Doch, geht. Das geht. Also ich habe jetzt jetzt kommt die dritte AAA.Steigung. Kann man wirklich dreimal Enter drücken und dann kommt noch die letzte hier. Da auch AAA.Steigung. So, jetzt, da haben wir keine. Jetzt haben wir hier Teil 2. Da haben wir natürlich auch Helixen drin. So, diese Helixen sind aber nicht so sehr in diesem Part hier, sondern die sind verborgen in dem Boolean. Und zwar, da haben wir das Schnittobjekt und da haben wir die reingemacht und da haben wir die Steigung. Und da müssen wir jetzt erstmal das hier beenden und den Körper zum Bearbeiten öffnen, beziehungsweise das Schnittobjekt zum Bearbeiten öffnen. Macht er das? Ja, das scheint er zu tun. Und dann haben wir hier die Additive Helix. Ja, das klappt. Dann können wir hier auch AAA.Steigung wieder 4-mal. Der nächste AAA.Steigung. Und der nächste dann haben wir noch den letzten hier. Das ist der. Und da auch AAA.Steigung. So, das heißt, wir haben Teil 1 und wir haben Teil 2, in das reingefräst wird. Ich schaue mir das jetzt erst einmal für das Teil 2 an. Das heißt, Teil 1 möchte ich ausblenden. So sieht das jetzt aus. Und jetzt ändere ich die Steigung ab auf 60. Und schon sieht man, okay, da ist das in die komplette Tiefe halt viel schneller erreicht. Aber wir haben hier auch einen Sketch, den er da nicht mehr mag. Und ist klar, warum. Das ist der, weil der da weggeschnitten ist. Das heißt, den können wir einfach wegmachen. Den brauchen wir nämlich gar nicht. Gucken. Hat er noch alle Tassen im Schrank? Ja. Und dann schauen wir uns mal Teil 1 dazu an. Das sieht so aus. Und den da vorne, der wird ja eigentlich auch gar nicht mehr
Gucken wir uns mal an. Den blenden wir mal aus. Ja, ihr seht, also diesen Teil hier, den brauche ich eigentlich gar nicht. Jetzt gucken wir uns an. Die Helix brauchen wir, die Helix brauchen wir nicht. Also nehmen wir die raus. Und gucken uns das mal so an. Jo, so sieht das besser aus. Da haben wir jetzt nur noch die 3. Und dann müssen wir leider nochmal diese Zeichnung neu machen. Aber da müssen wir erstmal wieder das Teil als Teil nutzen. Sketch, und wir zeichnen hier wieder das Rechteck rein. So, das wird wieder symmetrisch. Das Maß hier, das wird AAA.dm innen mal 2 und das Maß wird AAA. Was war das nochmal, die Schnitttiefe? Da müssen wir wieder auf FX hier klicken. AAA.Schnitt Abstand mal 3 und das Maß hier, das wird wieder AAA, wieder FX vergessen, AAA.dm innen geteilt durch 2 minus AAA.Schnitt Abstand. So, schließen, Pocket und durch alles. So, da haben wir es. So sieht das jetzt aus und das Teil 2 sieht dann so aus. Und jetzt muss das eben hier groß genug sein, dass man das da mit der gewählten Steigung draufdrehen kann. Das heißt, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, ich mache jetzt dieses Teil 2 hier, das müsste ja das Äußere sein, das machen wir, ich nehme mal Teil 1, das machen wir einmal ein bisschen transparent und das kriegt noch eine Farbe, sagen wir mal blau. Und das Teil 2, das wird auch ein bisschen transparent und das kriegt eine Farbe. Machen wir mal gelb. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Und jetzt ändere ich die Steigung ab auf 100. Und das sieht jetzt so aus. Also da muss man nur, sieht man jetzt hier, einen ganz kleinen Winkel drehen. Das müsste eigentlich funktionieren. Und dann schließen wir das hier. Und es scheint aber wieder mit dem Teil 1 Ärger zu geben. Habe ich den noch gar nicht abgezogen? Machen wir Teil 2, blenden wir mal aus. Teil 1, das ist eine Tasche. Was ist denn das für ein Sketch? Ja, das ist, hätte ich auf eine Konstruktionsebene legen sollen. Das kann ich aber immer noch. Das heißt, ich packe die Origins rein, suche mir die richtige Konstruktionsebene aus. Das müsste XY sein. Wir gehen erstmal auf Schließen
So, die sind Origins sind aktiv. Ich kann XY-Fläche auswählen und die Sketch 18, die lege ich jetzt auf die. Das heißt, da den Sketch 18 bitte da drauflegen. Okay. Und dann können wir hieraus auch wieder eine Tasche machen. Und die lassen wir symmetrisch durch alles laufen. Und dann funktioniert das jetzt auch. Dann können wir den Teil 2 wieder sichtbar machen. Und dann sieht man jetzt, okay, hier diese Löcher da, die müssten eigentlich auch gar nicht so groß sein. Bei dem Teil 2. Lass uns das Teil 1 mal ausblenden. Weil bei so einer großen Steigung, da fällt es gar nicht mehr so grob aus. Wie gesagt, da muss man vielleicht 1, 2, 3 Mal drucken, bis man das so richtig hinkriegt. Okay, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Wenn euch solche Videos halt anmachen, dann lasst auch gerne ein Abonnement da. Klickt auf die Glocke, dann werdet ihr über neue Videos informiert. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim FreeCADen und schaut gern wieder rein, wenn ich neue Videos habe. Tschüss!